Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Ingas Color Art. Um mich in das Bild hineinzufinden, habe ich ganz locker 3 verschiedene Farben auf meine Leinwand tropfen lassen, habe dann zu 2 Pinseln gegriffen und verteile die Farbe einfach so, wie es mir gerade einfällt, auf der Leinwand. Danach verteile ich mit einem Pinsel weiter die Farbe auf der Leinwand und ich lasse die Strukturen einfach so sein, wie sie sind. Dadurch hat sich eine ganz wunderbare Hintergrundfläche ergeben und ich fand es schon fast zu schade, darüber zu rakeln. Aber ich habe es natürlich trotzdem gemacht. Die Farbe, die ich zunächst auf meine Glättkelle auftrage, sieht im ersten Moment so aus, als wäre es ein dunkles Orange, aber ich habe mich hier für die Reflexfarbe Orange entschieden. Hier könnt ihr direkt sehen, wie schön der Kontrast ist zwischen der hellen Reflexfarbe Orange und dem dunklen und geheimnisvollen violetten Hintergrund. Und ich habe mich auch direkt dazu entschieden, in Bögen zu rakeln, um eine möglichst lebendige erste Schicht zu bekommen. Danach entscheide ich mich, eine Metallic-Farbe als nächste Schicht zu rakeln und ich wähle den helleren goldenen Farbton von Amsterdam Acrylics und rakel damit eine Bahn quer über die Leinwand. Meine Idee ist heute, möglichst viel durchscheinende Passagen zu bekommen, vielleicht sogar ein fröhliches und farbenfrohes Sommerbild zu rakeln. Und ich lasse mich ganz einfach mal auf den Prozess ein, nicht in geraden Bahnen rakeln zu müssen, was auch sehr reizvoll ist, sondern tatsächlich meine Glättkelle immer wieder von der Leinwand zu nehmen und an einer anderen Stelle weiter zu rakeln. Für diese leicht transparent anmutende Bahn verwende ich eine Perlfarbe und hier passend zum Hintergrund die Perlfarbe Violett. Jetzt wähle ich tatsächlich eine weitere Reflexfarbe, und zwar die Reflexfarbe Rosé, um diesen sommerlichen und freundlichen, fröhlichen Farben noch mehr Ausdruck zu verleihen. Ich achte aber auch hier darauf, dass ich die Farbe nicht flächendeckend einsetze, sondern immer wieder auf Lücke arbeite und möglichst viel von den darunterliegenden Schichten noch sichtbar zu lassen. Prinzipiell arbeite ich also sozusagen mit dieser Farbschicht bereits einige Details aus und achte auch darauf, meine Ecken mitzunehmen. Was ihr jetzt nicht sehen konntet, was ich euch aber erzähle, ist, dass ich
länger überlegt habe, welche Farbe ich jetzt einsetze, denn die Kombination Reflex Rosé, Reflex Orange und das Türkisblau ist ganz schön gefährlich. Gefährlich im Hinblick auf irgendwelche Mischungen, die entstehen können. Und ich habe mich dann trotzdem für das Türkisblau entschieden, um einen kühlen Kontrast auf dieses Bild zu bringen. Ich habe dann in Kauf genommen, dass es wahrscheinlich ein paar Stellen geben wird, wo die Sättigung der Farben abnehmen wird. Als ich mit der Acrylmalerei angefangen habe, habe ich Kurse besucht, VHS-Kurse oder mal einen Workshop am Wochenende. Und dann waren es auch immer die Dozenten, die davon gesprochen haben, dass man das Bild beruhigen müsse. Und aus diesem Grund greife ich jetzt einmal zu der Farbe Weiß, die ich aber auch, weil sie deckend ist, nur vorsichtig auftrage, damit sie mir die bunten Farben nicht gänzlich vom Bild nimmt. Ein Malprozess kann ja sehr schwungvoll sein, wenn ich zum Beispiel eine erste Skizze auf der Leinwand mache oder einfach nur Farben über die Leinwand streiche. Mit dem Fortschreiten des Bildes empfiehlt es sich auch immer, eine gewisse Distanz einzunehmen, nochmal zurückzutreten und dann tatsächlich zu gucken, wie sich das Bild entwickelt hat, ob noch etwas fehlt und danach dann zu entscheiden, an welchen Stellen ich die Farbe aufsetze. Ich glaube, das ist somit die wichtigste Botschaft, die ich bei diesem Bild habe. Das Tempo rausnehmen, gucken und dann einfach das machen, was einem als Impuls kommt. Jetzt kommen wir nochmal zu einer Entscheidung, von der ich erst weiß, ob sie gut war, nachdem ich etwas von dem Permanent Rot-Violett auf das Bild aufgetragen habe. Ich hatte überlegt, welche Farbe ich nach dem Farbton Weiß setzen sollte und habe mich dann für eine der Farben aus dem Hintergrund entschieden. Permanent Rot-Violett ist teilweise etwas schwierig und deshalb bin ich froh, mich entschieden zu haben, immer nur Details oder Akzente zu rakeln, sodass ich das Setzen dieser Farbe auch vertreten konnte. Ich brauchte etwas Dunkleres im Bild, aber ich wollte nicht auf das Permanent Blau-Violett, sondern auf das Permanent Rot-Violett zurückgreifen. Der blaue Unterton des Permanent Blau-Violetts wäre zu kalt geworden und das Permanent Rot-Violett, richtig dosiert, nimmt die Wärme wieder auf, die das Bild bereits ausstrahlt. Um das Permanent Rot-Violett noch ein bisschen zu unterstützen, trage ich nochmal etwas von dem Perlviolett auf.
Nachdem ich die Schicht mit dem Perlviolett aufgetragen hatte, habe ich mir das Bild nochmal eingehender angeguckt und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es mir momentan zu glänzend ist und dass ich gerne dieses fröhlich bunte Sommerliche wieder in das Bild zurückhaben möchte. Und deshalb habe ich dann überlegt, möchte ich lieber weiter das Orange fortführen oder die Farbe Rosa, und habe mich dann, wie ihr sehen könnt, für das Reflex Rosé entschieden. Im Gegensatz zu dem Perlviolett trocknet das auch relativ stumpf auf, sodass es auch an dieser Stelle einen reizenden Kontrast geben wird. Es gibt tatsächlich eine Stelle im Bild, die ich als nicht ganz so gelungen betrachte. Deshalb sortiere ich mir gerade meine Leinwand so hin, dass ich daran nochmal arbeiten kann. Und ich wollte da nicht mit den brachialen Mitteln rangehen, aber habe mich doch dann dafür entschieden, die Leinwand an dieser Stelle ein bisschen mit der Kante der Glättkelle zu bearbeiten. Danach gefiel es mir besser als vorher. Dann schauen wir uns dieses Bild doch mal etwas genauer an. Die unteren Schichten sind aufgrund der Mahldauer des Bildes schon leicht angetrocknet und die oberen Schichten glänzen noch. Und ich finde, dass im Gegensatz zu meinen sonstigen Rakelbildern hier sehr viel von den verschiedenen Schichten zum Schluss noch zu sehen ist. Hier könnt ihr sehr gut den Kontrast feststellen zwischen den glänzenden Metallic- und Perlfarben, den normalen Farben und der etwas stumpferen Reflexfarbe. Natürlich ist das Bild wieder dunkler aufgetrocknet, aber es hat trotzdem seinen fröhlichen und leuchtenden Charakter bewahrt. Zum Schluss zeige ich euch einmal das Bild, wenn es an der Wand hängt. Und es sind sehr, sehr viele Inseln entstanden. Ich kann an vielen Stellen bis zu meinem wunderbaren Hintergrund durchblicken. Ich habe viele Schichten, die ich einzeln wahrnehmen kann. Ich habe glänzende Partien, ich habe stumpfere Partien und alles zusammengenommen ergibt sich ein richtig schönes, fröhliches und sommerliches Bild. Dann möchte ich einmal kurz daran erinnern, dass das nächste Video erst in 14 Tagen kommen wird, Sonntagabends 19:45 Uhr. Ich freue mich jetzt schon darauf und ich hoffe, ihr nutzt die Zeit, ihr seid kreativ oder ihr seid draußen im Garten, beim Radfahren, im Urlaub, was euch immer Spaß macht. Ich danke dir herzlich fürs Zusehen, ich danke dir herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich über jeglichen Kommentar. Ich nehme mir auch immer die Zeit, diese zu beantworten. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal.